Hallo liebe Scooterfreunde, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute mache ich mal einen Vergleich zwischen dem Piaggio Beverly 350 und dem 300er. Für alle, die sich dafür interessieren, vielleicht auch überlegen, ist der eine oder andere richtige für mich. Ich selber habe mich ja für den 300er entschieden, da habe ich ja schon einen Testbericht gemacht. Ja, hier ist nun der 350er. Was sind die Unterschiede? Hauptunterschied natürlich die Leistung. Der 300er hat 21 PS bei 278 Kubik. Der 300er hier nun 30 PS bei 330 Kubik. Also schon einiges an mehr Leistung. Gewicht ist ca. 10 Kilo mehr. Hält sich also im Rahmen. Aber ist natürlich schon ein erhebliches Leistungsplus, was man beim Fahren sicherlich auch merkt. Aber da gehe ich nachher nochmal bei einem Fahrtest drauf ein. Ja, ich zeige euch vielleicht mal die visuellen Unterschiede. Also das Fahrwerk, Bauweise ist alles gleich. Der Antriebsstrang, der Motor sind natürlich anders und ein paar kleine Details. Aber die schauen wir uns vielleicht jetzt mal an. Also für mich einer der Hauptunterschiede war die Felgen. Ich bin ja so ein Fan von den 300er Felgen, von der Optik zumindest. Hier sehen wir jetzt mal die Felgen vom 350er. Auch schön, aber meiner Meinung nach sind die 300er Felgen wirklich wunderschön geworden. Gerade vom Police-Modell mit dem silbernen Rand außenrum. Sehr, sehr schön. Ansonsten die Bremse gleich wie bei der 300er. 300 mm Durchmesser, verzögert sehr, sehr gut. Braucht man bei der Leistung auch. Hier ist jetzt der Antriebsstrang. Da sind schon einige Unterschiede. Man sieht schon, die ganze Bauweise ist anders. Wir haben hier auch eine Mehrscheibenkupplung im hinteren Bereich im Ölbad. Im Gegensatz zu der Trockenkupplung bei dem 300er. Die ist auch wirklich etwas bissiger im Antritt. Also man merkt beim Gasgeben schon, dass da das Ganze ein bisschen aggressiver zupackt. Ja, was sind nun die Hauptunterschiede vom 350er im Verhältnis zum 300er? Punkt A, der Preis 1000 Euro mehr. 330 statt 278 Kubik, 30 statt 21 PS. Wir haben hier die Mehrscheibenkupplung im Ölbad gegen eine Trockenkupplung. Also ein paar Unterschiede gibt es. Optik, Fahrwerk, alles das gleiche. Muss jetzt jeder für sich selber entscheiden, ob ihm die mehr PS auch den mehr Preis wert sind und wie der Verwendungszweck aussieht. Ob man halt viel Landstraße fährt oder Autobahn oder hauptsächlich in der Stadt unterwegs ist. Ansonsten beides tolle Fahrzeuge, machen tierischen Spaß. Wer gern sportlich fährt, der nimmt natürlich den 350er. Der ist schon bissiger im Antritt, spricht auch ein bisschen aggressiver und direkter an. Und wer es ein bisschen weicher mag und natürlich auch ein bisschen Benzin sparen möchte, weil der 300er natürlich weniger verbraucht, der ist beim 300er gut aufgehoben, reicht für die Stadt- und Landstraße völlig aus. Ja, hier nun die ersten Eindrücke zum Fahrverhalten des Piaggio Beverly 350 im Vergleich mit dem 300er. Also vorab erstmal macht tierisch Spaß, ist natürlich 9 PS mehr, etwas aggressiver, beschleunigt besser, hat ja auch durch die Mehrscheibenkupplung im Ölbad einen etwas härteren Grip und fährt direkter an. Die Leistung von 9 PS macht sich jetzt in der Stadt nicht so stark bemerkbar, es sei denn, man beschleunigt die ganze Zeit extrem. Aber gerade ab 80, so auf der Autobahn und Landstraße, da merkt man es dann doch schon. Da zieht er ein bisschen besser los. Die Höchstgeschwindigkeit, da ist jetzt nicht so ein Riesenunterschied. Also der 300er, den habe ich jetzt beim Topspeed-Test gemessen mit 127 km/h. Den 350er mit 140, 13 km/h mehr. Aber die Beschleunigung im oberen Bereich, da ist er schon auf jeden Fall etwas besser. Kostet natürlich auch 1000 Euro mehr, muss man jetzt wissen, ob es einem das wert ist. Also für alle, die gerne sportlich fahren, macht der 350er Sinn und auch viel Spaß, weil das alles etwas zackiger ist. Für den Stadtverkehr, da finde ich jetzt persönlich den 300er besser, weil der etwas homogener fährt. Der ist weicher im unteren Drehzahlbereich, nicht so ruckelig. Also gerade jetzt fahre ich so 30, 35, 40. Wenn man da Gas wegnimmt und wieder Gas gibt, das ist alles so ein bisschen ruckelig. Also nicht ganz so weich. Also wenn man jetzt 30er-Zonen in der Stadt hat und muss da durchschleichen, dann muss man schon sehr genau nach dem Punkt suchen, wo er auch weich fährt. Da ist der 300er auf jeden Fall ein bisschen angenehmer zu fahren. Aber wie gesagt, in der Stadt nicht so ein Riesenunterschied.
Da reicht der 300er aus, verbraucht natürlich auch aufgrund des geringeren Hubraums weniger Benzin. Für viele ja auch ein Entscheidungsgrund. Wer aber Spaß haben möchte und viel auf der Landstraße und Autobahn unterwegs ist, bei dem macht dann sicherlich der 300er schon Sinn. Und ja, Fahrwerk ist bei beiden gleich, also Bremsen, Fahrwerk bei beiden ausgezeichnet. Da kann man jetzt keinen Unterschied feststellen. Ja, also Resümee, toller Scooter, sehr sportiv zu fahren, kommt in etwa dem Yamaha X-Max 300 gleich, den ich vor 2 Jahren hatte, mit 28 PS. Etwas besser in der Beschleunigung. Das Gewicht, die 10 Kilo Unterschied zum 300er, die merkt man natürlich überhaupt nicht. Das machen die PS weg. Also man sieht, einmal am Gas angezogen, dann ist man doch relativ schnell auf guter Geschwindigkeit. Ja, so viel zum Fahrtest. Ich mache nachher noch mal einen Vergleich mit dem 300er, dass ihr das auch mal seht. Aber so die Haupteindrücke waren halt, im langsamen Bereich finde ich den 300er für den Stadtverkehr besser. Wer Landstraße und Autobahn viel fährt oder auch zu zweit und die Motorleistung braucht, da macht sicherlich der 350er dann schon Sinn. So, zurück auf der Piaggio Beverly 300 Police. Jetzt habe ich einen direkten Vergleich, gerade eben auf der 350er gefahren. Ja, man merkt es also ganz eindeutig, im Anfahrverhalten ist die 300er weicher, beschleunigt homogener, auch um die 50 rum, und bei Gaswegnahme, da ruckelt nichts. Das ist alles ja irgendwie ein bisschen smoother, das Ganze. Gut, bei der Beschleunigung, wenn man am Gas zieht, da merkt man die 9 PS weniger. Aber wie ich vorhin schon sagte, für die Stadt absolut super, reicht völlig aus. Ja, ich habe jetzt auch gleich mal einen direkten Vergleich mit meiner umgepolsterten Sitzbank. Eben bin ich ja auf der Seriensitzbank gefahren. Und da merkt man bei meiner Größe, also ich bin 1,88, auf jeden Fall, dass die Sitzbank, die Standardsitzbank, sehr kurz ist. Also man kann nicht nach hinten, hat zwar ganz schön diese Lendenwirbelstützen hinten, die sehr angenehm ist und ein bisschen Druckpunkt gibt. Aber irgendwie kommt es einem immer so vor, als wenn man so ein bisschen nach vorne rutscht. Also einen sehr bequemen Sitz hat man auf der Sitzbank nicht. Während auf meiner, wenn ich jetzt so ein bisschen hin und her rutsche, keinerlei Probleme sind. Ich habe auch nicht dieses Gefühl, als ob ich ständig nach vorne rutsche, weil meine ein bisschen angehoben wurde am vorderen Bereich. Also da hat sich die Investition gelohnt, ist auf jeden Fall schon mal bequemer und sicherlich auch auf einer Langstrecke besser geeignet. So, jetzt gucken wir gleich mal, wie es von der Ampel weggeht mit dem 300er. Naja, das ist auch okay. Absolut in Ordnung. Demnächst werde ich nochmal die GTS 300 HPE mit einem Top-Speed testen. Ich versuche mal an das Tonrad ranzukommen, was ja die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen soll. Die GTS hat natürlich aufgrund des geringeren Gewichts und der, was sind es, 2,8 PS mehr gegenüber der Beverly einen kleinen Vorteil. Auch die kleinen Räder, das beschleunigt ein bisschen fixer. Aber dafür natürlich das bessere Fahrwerk bei der Beverly. Ja, also die Bremsen gefallen mir immer wieder gut bei der Beverly. Die ziehen richtig, gerade vorne die 300 mm Scheibe, die packt richtig zu. Also kein Bremsproblem oder zu weiches Bremsen, wie das manchmal bei der Vespa GTS ist. Gab ja auch gerade eine Rückrufaktion wegen der Vorderradbremse, weil der Bremsdruck nachlässt. Das hatte ich bei meiner, die ich im letzten Jahr hatte, auch. Anfangs war es okay, nach einer Weile hat es dann nachgelassen und war
so dass man den Bremshebel fast durchziehen konnte. Natürlich suboptimal. Da ist die Beverly auf jeden Fall, was das Bremssystem angeht, doch besser. Ja, also ich muss sagen, für die Stadt, so schön das natürlich ist mit den 9 PS mehr und mit dem doch besseren Grip und der etwas höheren Aggressivität, weicher fährt sich auf jeden Fall die 300er. Das ist schon wirklich angenehm. Also die gleitet durch den Verkehr. Auch wenn ich jetzt Gas wegnehme, die rollt sanft aus. Bei der 350er gibt es so ein bisschen so einen Ruck und die bremst durch die Motorbremse oder vielleicht auch durch das Kupplungssystem. Bremst die viel stärker ab als die 300er. Also da muss ich sagen, war doch für mich zumindest die 300er eine gute Entscheidung. Preislich günstiger, vor allen Dingen die schöneren Felgen, hatte ich ja schon erwähnt. Die gefallen mir wirklich extrem gut. Sparsamer im Spritverbrauch. Also für mich an sich keine Nachteile. Und wer es möchte unbedingt, da gibt es genug Möglichkeiten, den 300er Quasar-Motor auch zu tunen. Den kriegt man mittlerweile auch auf 30 PS. Und dann hat man ähnliche Wirkung wie bei der 350er. Aber ist dann wahrscheinlich bei einem weitaus höheren Preis gelandet, wenn man die ganzen Tuning-Maßnahmen durchzieht. Dann kann man sich auch gleich die 350er holen. Auf der Landstraße und vorhin bei der Autobahnfahrt, ja gut, da waren natürlich die 9 PS mehr schon spaßig. Da passiert natürlich schon mehr, wenn man am Gashebel zieht. Bringt auch ein bisschen Reserve, also ist man jetzt auf der Landstraße, will man schnell überholen, kann man das sicherlich risikoloser machen als mit dem 300er. Da muss man schon sehr vorausschauend fahren, weil im oberen Drehzahlbereich natürlich nicht mehr so viel Kraft vorhanden ist. Aber für normale Landstraßenfahrten reicht es völlig aus. Der 300er fährt auch 127, echte, also laut Tacho 140. Habe ich von dem GPS gemessen. Beim 350er zeigt er auf dem Tacho knapp über 150 an und hat echte 140. Das sind 13 km/h mehr. Das macht den Kohl jetzt auch nicht so fett, zumal ich glaube nicht, dass irgendjemand dauerhaft auf der Autobahn mit einem Beverly 140 fährt. Könnte etwas anstrengend werden, obwohl das Fahrwerk das hergibt. Also der liegt sehr, sehr gut und auch sehr, sehr sicher, hat einen guten Geradeauslauf. Aber ich weiß nicht, ob man das möchte. Vorteile sicherlich, wenn es mit ein bisschen mehr Gewicht dahergeht, also wenn man entweder selber mehr wiegt oder viel mit Beifahrer fährt, dann sind natürlich die 9 PS mehr sehr hilfreich. Oder wenn man bergige Strecken fährt, auch eine schöne Sache. Aber da ich im Flachland wohne und hauptsächlich in der Stadt fahre, für mich die richtige Entscheidung. Ja, so viel zum Fahrbericht mit den beiden Piaggio Beverlys 350 und 300. Vielleicht hat es euch ein bisschen bei eurer Entscheidung geholfen. Wenn nicht, einfach mal Probe fahren. Oder zu irgendeinem Händler gehen, der vielleicht im Idealfall beide Modelle zur Probefahrt da hat und euch euer eigenes Bild machen. Hängt ja wie gesagt auch immer ganz, ganz stark vom eigenen Verwendungszweck ab und wofür man das Fahrzeug nutzt. So viel zum heutigen Vergleichstest des Beverly 350 gegen den